Heute geht es um die Einstellungsmöglichkeiten, Customization eurer Timeline. Wir haben in den vorangegangenen Videos vorgefertigte Templates benutzt, in denen einfach schon sinnvolle Einstellungen vorgenommen waren. Und ich glaube, man kann auch schon sehr weit kommen damit. Aber richtig interessant wird es natürlich, wenn man anfängt, sich seine Timeline selbst sozusagen den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Allerdings will ich auch warnend dazu sagen, dass es auch dann recht kompliziert werden kann. Ich habe am Anfang schon mal gesagt, das Programm ist von Natur aus nicht abschreckend kompliziert. Die basalen Funktionen lassen sich problemlos benutzen. Wenn man aber dann anfängt, Dinge miteinander zu verknüpfen und so eine Art dreidimensionales Modell zu bauen, dann kann es natürlich kompliziert werden und das liegt einfach in der Natur der Sache. Ja. Also die Macher erlauben einem eben eine fast völlige Freiheit bei der Erstellung seiner Timeline. Das heißt, dass ich Ereignisse oder dass ich Typen von Ereignissen oder von verknüpfbaren Objekten in jeder Form anlegen kann. Und diese Freiheit bedeutet einfach einen gewissen logischen Aufwand für denjenigen, der das dann tut. Und da muss man manchmal am Anfang, also mir ging es jedenfalls so, das einfach erst einmal wirklich durchdenken, was heißt das jetzt, ja. Und da ich diesen einmal durchdenken schon durchgemacht habe, will ich es euch heute einfach mal zeigen, in der Hoffnung, dass euch das die Benutzung des Programms erleichtert. Wir wählen jetzt also ein neues Projekt aus oder kreieren ein neues Projekt. Und jetzt nehme ich eben mal nicht hier die Fiction oder anderen Templates, sondern sage einfach generell. Und genau, er sagt mir jetzt hier so ein paar Dinge, die jetzt auf jeden Fall schon mal drin sind, die quasi standardmäßig gesetzt sind. Also Events gibt es einfach immer. Es ist der normale Standardkalender, der da gewählt wird. Man kann auch, falls ich das noch nicht erwähnt habe, tatsächlich auch eigene Kalender erstellen. Wenn man zum Beispiel ein Fantasy-Buch schreibt mit einem eigenen Kalendersystem. Auch das geht. So, jetzt haben wir hier also ein ganz simples und eine einfache Timeline. Wir haben hier in der Seitenleiste also jetzt nur Personen, ja, keine anderen Items. Ja, ich lege einfach mal ein Item an. Da sehen wir hier also, es hat natürlich Start und End und Dauer. Es hat automatisch Farbe, automatisch die Möglichkeit, hier Parent anzuklicken. Das heißt, damit kann ich Ereignisse sozusagen ineinander verschachteln. Also ich könnte sagen, es gibt ein Parent-Ereignis und dann Testbaby, nennen wir es mal. Wenn wir jetzt sagen würden, das Testbaby ist Parent zum Testbaby ist Test, dann hätte ich eben Ereignisse, die alle sozusagen ein Unterereignis sind. Ne? Das könnte vielleicht auch ein Menü sein und dann habe ich ersten Gang, zweiten Gang, dritten Gang oder sowas, ja, oder was auch immer, je nachdem, was ich hier mache. Und die sind dann eben hier, kann ich dann zuklappen und die sind automatisch miteinander verbunden und die kann ich auch gemeinsam dann verschieben, ja. Jetzt habe ich es in der Länge verschoben, aber wenn ich das Datum verschiebe, dann werden die Kinder sich einfach mit verschieben. Gut, das gehört eigentlich noch in die Einleitung. Jetzt haben wir es hier besprochen. Constraints machen wir ja noch in einem anderen Video. Relationships. Da ist jetzt eben nicht viel hier verfügbar. Ne? Im Prinzip Person gibt es halt nicht, weil ich noch keine angelegt habe. Event
sind und Mindmap-Node, okay, das ist wohl auch automatisch drin, weil es einfach immer irgendwie einen Knoten in der Mindmap geben könnte. Mehr verfügbare Relationships haben wir nicht. Und hier haben wir einfach nur bei den Properties, also bei den Eigenschaften, ein Summary-Feld und Tags. Ihr könnt immer Dinge mit Tags versehen, also Keywords, Schlüsselwörter, und dann kann man auch eben die benutzen, um zu suchen. Mehr Properties, das sind die automatisch dabei sind. Das ist jetzt vom Template aus schon drin, das ist jetzt wichtig zu verstehen. Und hier können wir noch mehr ergänzen, werden wir auch tun. Gut, Anhänge sind keine dran. Wir können jetzt auch mal eine Person anlegen. Testperson. Diese Testperson lässt halt bis jetzt auch nur diese Relationships zu. Die hat als Eigenschaften, Properties auch nur Summary und Tags. So. Und das alles kann ich ändern mit dem Einstellungsmenü hier oben über das Zahnrad. Das ist so wichtig, dass Sie das hier in einem eigenen Icon haben. Ich muss also nicht oben über die Menüleiste gehen, sondern ich gehe hier einfach drauf und sehe meine Settings. Und dann habe ich hier zunächst mal die Settings zum Kalender. Da kann ich also zum Beispiel die Anzeige mir ändern. Beziehungsweise das ist die Anzeigeart, ja. Ob ich das mit Monat und so weiter will. Das hier oben, was ich eben hatte, das ist ein normaler Kalender. Ja. Hier würde ich jetzt eben keine Daten haben, sondern Woche 1, Woche 2, vielleicht für ein Projekt. Oder Tag 1, Tag 2, Tag 3. Wenn es nicht auf das Datum ankommt, sondern einfach nur auf eine Relation von einem Startpunkt aus. Und das geht sogar auch mit Zeit, dass ich, wenn ich jetzt sage, könnt ihr auch wieder bei einem Krimi sagen, ja, bei 0 Sekunden ist der Mord und was passiert in der Sekunde 1 danach, in der Minute 35 danach, etc. Da interessiert mich vielleicht das Datum ja gar nicht. Genau, also Stundenformat, Zeitformat kann ich hier einstellen. Hier heißt es, wenn ich jetzt 11 eingebe, dann macht es automatisch 2011 daraus. Und hierzu komme ich dann auch nochmal in dem Video zum Thema Constraints. Ignorieren wir jetzt die Einstellung für den Narrative Folder. Wir haben jetzt in dieser simplen Timeline keine narrative Narrative Folder, keine narrativen Reihenfolge überhaupt zugelassen. Das könnte man dann zulassen, wenn man hier klickt. Dann kommen natürlich weitere Möglichkeiten, die habe ich in dem anderen Video schon gezeigt. Und jetzt haben wir hier Data Types. Das heißt, das sind jetzt die Typen von Daten, von Objekten oder von Fakten sozusagen, die ich in dem Programm eingeben kann. Und ihr seht, dass das Ganze jetzt hier gegliedert wird in Event Types, Person Types, Other Types. Rein logisch sind Person Types sogar auch Other Types. Ja, die sind nur so wichtig, dass sie die hier nochmal sozusagen getrennt aufgeführt haben, weil man die einfach sehr oft wahrscheinlich brauchen wird. Aber grundsätzlich ist wichtig zu verstehen, es gibt Event Types, das sind Ereignisse, das sind also Dinge, die auf dem Zeitstrahl liegen. Wenn ich es hier auf der Timeline mit einem Doppelklick anlegen kann und es hier im Juli 2021 liegt, dann muss es ein Event-Type sein. Dann muss es Daten zulassen. Wenn es keine Daten zulassen soll, weil es zum Beispiel sowas ist wie Plot A, Plot B,
dann ist es eben ein Other Type. Dann könnte ich sagen Storyline. Und ich kann dann zum Beispiel einem Ereignis auf der Timeline zuordnen, dass es zu Plot A gehört. Ja, oder wenn wir jetzt nochmal Beispiel des Projektmanagements nehmen und sagen, das gehört zum Thema Marketing, dann ist das Marketing selber ja kein Objekt, was jetzt auf der Timeline liegt, wo man sagt, Marketing geht von was weiß ich, ja, von April bis Oktober, sondern Marketing ist quasi eine Abteilung. Ja? Und ich kann sagen, dieses Ereignis, was im April beginnt, gehört zur Abteilung Marketing und deswegen kann ich es damit verknüpfen. Aber das Marketing selber ist kein Ereignis. Deswegen habe ich also eventartige Typen von Objekten und nicht eventartige Typen von Objekten. Das hier unten ist einfach mal so eine Art Schnellzugriff auf die zulässigen Beziehungen, Verknüpfungen, Relationships. Das heißt, hier ist ja jetzt wenig drin, deswegen ist das relativ witzlos. Aber wenn ihr zum Beispiel dieses Fiction-Template nehmt, was wir am Anfang im Beispiel benutzt haben, da haben die jetzt sehr viele, wenn man jetzt hier bei People to People, hier ist jetzt gar nichts, ne? Aber in dem Fiction-Template hatten die Spouse, Father, Friend, Opponent, Sibling und so weiter und so weiter. Also die hatten sehr viele uns schon mal angeboten. Und wenn man die nicht alle braucht und nicht alle sehen will, dann kann man hier eben einfach das abwählen und anwählen in diesem Schirm. Das ist sozusagen ein Schnellzugriff darauf, welche der vorhandenen Verknüpfungsmöglichkeiten man den Events, den Personen und so weiter oder den anderen zuordnen will, dass man nicht so tief in die Einstellungen einsteigen muss, wie wir es jetzt gleich tun, und sich das sozusagen relativ schnell so ein bisschen sortieren kann. Das gilt auch eben für die Properties. Den Unterschied werdet ihr gleich nochmal genauer verstehen zwischen Relationships, Items und Properties. Wir sind also jetzt quasi in so einem etwas abgespeckten Einstellungsteil und wenn wir jetzt irgendwo hier auf Edit gehen, das ist immer das gleiche, wo wir da reinkommen, in die Advanced Settings. Und jetzt kommen wir sozusagen in die Tiefen der Einstellungsmöglichkeiten. Das heißt, ich habe hier Item Types, Relationships, Properties. Ich erkläre es nochmal, weil das die Grundlagen sind, die man einmal begriffen haben muss. Item Types sind also sozusagen Objekte. Früher hießen die Entities in Aeon 2, also irgendwelche Entitäten. Ne? Das konnten Ereignisse sein, das konnten Personen sein, das konnten abstrakte Begriffe sein. Aber das ist sozusagen ein Ding, was ich auch hier zum Beispiel in meiner Seitenleiste dann zur Verfügung haben kann und das ich sozusagen nehmen und mit anderen in irgendeine Beziehung setzen kann. Relationships wiederum ist diese Beziehung. Das heißt, eine Relationship ist kein Objekt, sondern ist eine Beziehung zwischen zwei Objekten. Und diese Beziehung kann zum Beispiel lauten, Parent, also Elternteil. Ich kann also bei Item Type Personen haben und kann sagen, Person A ist Elternteil von Person B. Ich kann aber auch sagen, hier ist ein Objekt, das nennt sich Marketingabteilung und könnte dann sagen, Marketingabteilung hat die Beziehung zugehörig zu Person B. Dann wäre eben hier bei den Relationships irgendeine Bezeichnung zu wählen, die sinnvoll ist, um zu bezeichnen, dass eine Person einer Abteilung zugehört.
Ja. Man könnte theoretisch auch immer machen relates to, ja, also alles kann irgendwie mit allem in irgendeiner Verbindung stehen. Das ist sozusagen automatisch defaultmäßig immer da. Aber ich will das ja natürlich dann wahrscheinlich ein bisschen genauer haben. Und deswegen brauche ich dann die Möglichkeit von Relationships. Properties machen wir gleich. Das können wir erstmal ausblenden. Jetzt habe ich hier also schon ein paar Item Types, also Objekttypen drin. Das Wichtigste ist immer das Event. Jetzt kann ich hier sagen, wie das Ding heißt und wie es im Plural heißen soll, weil das weiß das Programm natürlich nicht, wenn ich jetzt, ich mache einfach mal ein neues. Ja. Wir machen einen neuen Objekttyp und den nennen wir dem Beispiel gemäß Abteilung. Und das Programm weiß natürlich nicht, was der Plural von Abteilung ist, also kann man hier sagen Abteilungen. Dann kann ich mir hier ein Icon auswählen. Das ist immer eine sehr schöne Möglichkeit zu prokrastinieren und erstmal stundenlang hier rumzuschauen. Jetzt machen wir es trotzdem ein bisschen schneller. Kann dem Ganzen sogar eine Farbe zuordnen. Nehmen wir hier das Lila, weil ich es auch da genommen habe. Compact Display ist sowas hier. Beziehungsweise in der Timeline dann. Ja, da kann ich sagen, ich möchte so eine Art Abkürzung, da würde es vielleicht apt werden. Ich kann Initialien nehmen oder ein Bild, das ich in den Ordner lege. Und Identifier ist dann sowas mit einer Nummer und so, ja. Das könnt ihr euch nochmal genauer angucken, wie die einzelnen aussehen, wenn ihr das dann genauer einstellen wollt. Das heißt, genau, mit dem Identifier habe ich dann hier ein Prefix und eine Nummer. Das wäre jetzt in dem Fall, ja, ist für andere Dinge dann gut, dann hätte ich eben Objekt oder wie Object 1.1 oder so. Ne? Ich würde jetzt mal sagen, wir nehmen mal das. Ich kann da dem Ganzen eine Kategorie zuordnen. Bleibt bei Other. Dann haben wir Label Display. Das ist jetzt auch erstmal ein bisschen verwirrend. Das ist also das, was hier steht. Ja. Ach nee, das ist das, was hier steht. Entschuldigung, genau, das ist es. Also hier ist quasi defaultmäßig das als Label gekennzeichnet. Hier könnte man aber, wir haben ja hier immer noch im Inspektor die Testperson offen, ja. Und ich hätte, das ist eine Person. Und das hätte man auch so einstellen können, dass da statt Label steht Name der Person zum Beispiel. Ja. Und das ist ja hier quasi der Name, den wir hier gegeben haben. Das heißt, wir könnten sagen bei Label Display einfach ums Name der Abteilung. Ja. Es wird natürlich auch reichen, wenn da einfach Abteilung steht, aber einfach, dass ihr gleich seht den Unterschied zwischen Name und Label Display. Jetzt ist hier nicht angeklickt Allowed Data Dates. Das heißt, es sind keine Daten für dieses Objekt erlaubt, deswegen ist das hier auch grau. Und damit ist das eben kein eventartiges Ereignis. Wenn ich das hier anklicke, dann geht das hier auf. Ich könnte eben hier auch das wieder das Display sozusagen anpassen, also was da steht. Zum Beispiel bei Personen lässt sich auch ein Datum eingeben und das nennt sich dann nicht Start oder End, sondern Geburt und Tod. Und dann kann ich auch anwählen, ob der Geburtstag oder der Jahrestag da angezeigt werden kann. Und auch hier, ob der Jahrestag über das Enddatum hinaus angezeigt wird. Also das heißt, angenommen, ich nenne das Enddatum Todestag und das Geburtstag, weil es eine Person ist, dann kann ich eben auf meiner Timeline sehen, wann der Mensch Geburtstag hat. Ich kann auch sehen, wann er gestorben ist. Und ich könnte ja vielleicht für irgendeinen wichtigen Charakter den Geburtstag auch noch nach seinem Tod mir anzeigen lassen.
weil vielleicht die Familie jedes Jahr an diesem Geburtstag denkt oder was es halt auch ist. Ja, oder das kann ja auch ein historisches Ereignis sein, was jedes Jahr gefeiert wird oder so. Das heißt, das kann ich halt einstellen, ob das dann verschwinden soll, wenn die Sache geendet ist oder nicht. Jetzt machen wir es aber raus, weil das soll ja kein Event werden. Ich kann hier dann eingeben, wo ich das angezeigt haben möchte, ob ich zum Beispiel eben hier in meinem Sidebar ein Icon dafür haben möchte. Möchte ich jetzt haben. Timeline View geht jetzt nicht, weil es keine Daten erlaubt und kein Event-Ereignis ist. Wenn es Daten hat, könnte ich das immer noch an- und abwählen. Ne? Relationship Comparisons, da möchte ich das natürlich möglich machen. Chronological Order Always, also Spreadsheet und so weiter. Auch da ergibt es eigentlich nicht so viel Sinn für ein Nicht-Event-like Objekt, es in dem Spreadsheet zum Beispiel zu sehen, weil das normalerweise ja die Ereignisse auflistet, aber ich könnte, wenn ich das da brauche, es mir trotzdem erlauben. Also auf der Timeline kann ich es definitiv nicht anzeigen, wenn es kein Datum hat. In dem Spreadsheet kann ich es mir gegebenenfalls trotzdem anzeigen lassen, wenn ich es dort brauche. Dann hatten wir eben ja schon mal das Thema Parents. Ich kann also hier erlauben, welche Arten von Objekten Eltern oder Überordner, kann man es ja auch nennen, sein dürfen. Da würde ich jetzt in dem Fall einfach nur Abteilung sagen und sagen, ich kann eine Abteilung, kann mehrere Unterabteilungen haben, dann kann ich die ineinander verschachteln. Die anderen ergeben keinen Sinn. Properties haben wir bis jetzt noch nicht, deswegen geht hier auch nichts, kommt noch. Relationships haben wir jetzt auch noch nichts, was möglich ist. Ich zeige euch gleich warum. Ja, also im Moment gibt es keine Relationships. Warum nicht? Weil wir noch nicht definiert haben, welche Relationships, also welche Beziehungen eine Abteilung in irgendeiner Form zu Objekten haben kann. Deswegen gehen wir jetzt hier auf Relationships. Da sehen wir bestehende, die 2, die wir noch haben, und wir ergänzen jetzt eine. Und jetzt müssen wir erstmal nachdenken. Denn die Frage ist, hat jetzt eine Person eine Beziehung zu einer Abteilung oder umgekehrt oder vielleicht beides? Das heißt, möchte ich die Person anklicken, in die Einstellungen, also im Inspektor auf Relationships gehen und sagen, diese Person gehört zu Abteilung Marketing, oder möchte ich, und habe dann hier stehen Marketing, ja, gehört zu Marketing, oder möchte ich, wenn ich Marketing öffne, da reingehen, anklicken und sagen, ist die Abteilung von, als Beziehung vielleicht, oder und dann Person und dann XXXX die Personen darunter im Inspektor stehen haben. Ich habe es in dem anderen Video schon mal gesagt, das ist nicht immer sinnvoll, dass es in beide Richtungen geht. Wenn ich einen Schauplatz in einer Geschichte habe, der häufig vorkommt, dann möchte ich natürlich, wenn ich ein Ereignis habe, anklicken, wo das spielt. Ja, spielt einfach nur eine Szene an einem Schauplatz und die möchte ich hier stehen haben. Aber ich möchte nicht unbedingt, wenn ich den Schauplatz öffne, hier so eine lange Liste mit Szenen haben, die dort spielen, weil dafür habe ich viel bessere Ansichten wie Relationship View oder so. Das heißt, es ist normalerweise so, dass ich die Beziehung in einer Richtung, in der sie logischer und sinnvoller ist, anlegen werde. Und auch hier würde ich sagen, die Abteilung hat in dem Sinne jetzt nicht eine Beziehung zu der Person, auch wenn es natürlich logischerweise automatisch immer der Fall ist, ja, dass die Beziehung in irgendeiner Form von beiden Richtungen gibt. Aber anlegen und anzeigen möchte ich sie von der Person. Das heißt, ich sage, diese Person gehört zu Abteilung XY. Dementsprechend werde ich hier sagen,
Das heißt, gehört zu und nicht ist Boss von. Ja, so müsste ich es formulieren, wenn es andersrum wäre. Gut, ich kann eine Farbe, machen wir wieder das Lila. Ich kann ein Icon, aber da gibt es weniger Icon, weil das ja nur eine Beziehung ist. Ich kann festlegen, wie die Linie auf der Mindmap aussehen soll, die man da sieht. Das ist jetzt erstmal nebensächlich. Ob es immer im Inspektor angezeigt werden soll. Das heißt, hier, wenn ich das anklicke, ob ich das direkt sehe und direkt anwählen kann oder ob ich erst auf Neu und dann auswählen. Ja, machen wir es mal an. Hier geht es um das, was ich eben gesagt habe. Ich kann bei den Verknüpfungen festlegen, dass sie bidirektional sein sollen. Das heißt, dass sie in beide Richtungen gleichermaßen gelten können. Also zum Beispiel bei Geschwistern ist automatisch der eine das auch zum anderen. Oder, ja, der Fantasie sind ja keine Grenzen gesetzt. Also wenn ihr das gleiche Feld in beiden Objekten sozusagen sehen wollt, dann ist es bidirektional. Und dann kann man auch noch sagen, Show Inverse in Inspector. Also umgekehrt im Inspektor anzeigen. Im Normalfall werdet ihr euch überlegen, welche Art von Item wird diese Beziehung haben. Und wenn ihr euch immer fragt, ich gehe bei der Person rein und sage, diese Person gehört zu, ja, oder dieses Event ist Teil von Plot A, Plot B. Ja. Und wenn man es so formuliert, dann wird einem klar, wie die Richtung der Beziehung ist. Ja. Wenn ich sage, Plot A ist übergeordnet für das Ereignis, dann liegt das Ding im Plot A. Wenn ich sage, das Ereignis ist Teil von Plot A, dann liegt das Ding im Ereignis. Ne? Und das muss ich einfach vorher klar gekriegt haben. Item Types with a Field for this Relationship bedeutet halt genau das. Ja? Welches Ereignis hat denn dieses Feld, wo ich das anklicken kann? Ne? Und so wie wir es jetzt gemacht haben, hat die Abteilung nicht dieses Feld. Ich gehe nicht in Abteilung rein und sage, gehört zu, weil die Person gehört zu der Abteilung. Ja, das heißt, ich mache es in dem Fall nur für Person oder ich könnte auch sagen für Event. Dann sind es eben Events, die sozusagen einer Abteilung zugehörig sind. Und dann umgekehrt, allowed Item Types. Ja, die haben das extra so formuliert, dass es irgendwie logisch ist. Ja, also die haben ein Feld, wo man das anklicken kann. Die Person lässt mich anklicken, gehört zu. Und dann kriege ich hier ein Auswahlmenü, was ich sozusagen anwählen kann. Und da sage ich jetzt nur Abteilung. Ne? Das haben wir ja noch nicht festgelegt. Wir sprechen die ganze Zeit von der Abteilung, aber das Programm weiß ja noch gar nicht, zu was wir diese Beziehung eigentlich anlegen wollten. Das heißt, ich kann bei einem Item-Typ Person in das Feld Relationship gehen, kann sagen, gehört zu und werde dann die Abteilungen, die wir dann haben, anwählen können. So, jetzt gehe ich auf OK und nochmal auf OK. Und jetzt habe ich hier meinen Stern. Ich habe noch keine Abteilung angelegt. Ich habe jetzt nur den Typ angelegt. Ja, da kommt man da manchmal nämlich dann auch durcheinander. Das ist ja jetzt erstmal nur eine abstrakte Klassifizierung von Objekten, die erlaubt sind. Ich habe ja noch keine Abteilungen. Ich habe einfach nur die Möglichkeit, Abteilungen anzulegen. Jetzt tue ich das. Ich habe die ganze Zeit von Marketing gesprochen. Und jetzt seht ihr, hat er automatisch dem Lila zugeordnet. Ich habe hier dieses Display geendet von Label zu Name der Abteilung und so steht es jetzt hier auch. Automatisch kann ich immer eine Summary und Tags anlegen. Das heißt, ich gehe auf meine Testperson jetzt und jetzt habe ich hier, weil ich gesagt habe, always sichtbar, habe ich hier direkt gehört zu schon zur Auswahl.
Wenn ich das häufig brauche, ne, mache ich so. Ansonsten würde es sich eben hier unter diesem Pluszeichen verbergen. Aber ich gehe jetzt hier drauf auf Plus und dann weiß er schon, da sind nur Abteilungen zugelassen. Also bietet er mir hier auch nur alle bestehenden Abteilungen diese eine an. Marketing. Also ich habe gehört zu, ich gehe auf Plus und kann dann auswählen, gehört zu was, gehört zu Marketing. Das sehe ich, wenn ich jetzt auf das Marketing gehe, sehe ich das hier nicht, ne, weil wir eben es nicht bidirektional gemacht haben. Und wenn ich jetzt hier in mein Relationship View gehe und auch Abteilungen wähle, dann sehe ich hier die Events. Wir könnten jetzt sagen, Test ist auch, dann haben wir nicht erlaubt. Doch, wir haben es erlaubt, genau. Wir haben erlaubt, dass Events auch zu Abteilungen gehören können. Marketing, dann sehe ich hier den Knopf, dass dies Event da dazu gehört. Wir können jetzt spaßeshalber, um es doch nochmal klar zu kriegen, nochmal die Sache mit der Inverse Relationship ausprobieren. Ist Abteilung von. Gucken wir, was passiert. Jetzt gehe ich wieder auf Marketing. Und jetzt seht ihr, jetzt ist es hier zu sehen. Invers. Sehe ich es jetzt aber auch bei der Person, ist meine Frage. Ja, okay. Das heißt, das eine bidirektional würde heißen, es geht einfach in beide Richtungen gleichermaßen. Und wenn ich es jetzt doch in beiden anzeigen will, aber es ist nicht das gleiche, dann kann ich das mit Show Inverse machen. Ja. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, diese Beziehung einfach nur bei einem anzeigen zu lassen, immer nur bei der Person, ja, so wie wir es jetzt erst hatten. Oder ich kann sagen, das soll mir in beiden immer angezeigt werden. Vielleicht ist mir das ja auch wichtig zu sagen, ich kann direkt, wenn ich die Abteilung öffne, dass ich da sehe, von was diese Abteilung die Abteilung ist. Ne? Und das ist eben auch möglich. Ja? Dann ist es jetzt invers, das heißt, es ist zwar eigentlich, gehört es zu der Person, diese Relationship, aber wenn ich sie mir von hier aus anschaue oder auch dann anlegen darf, dann habe ich, wenn ich es von dieser Richtung anschaue, eine andere Bezeichnung und eine andere Richtung. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Das ist halt dem geschuldet, dass das Programm einem viel ermöglicht und erlaubt und das gehört sich auch so, weil das einfach eben so ein super flexibles Programm ist und man damit echt komplexe Dinge darstellen und anzeigen kann. Und wenn man es nicht kompliziert machen will, kann man das ja alles weglassen. Ja? Man muss ja nicht anklicken, Inverse und sich da den Kopf machen, sondern man kann ja einfach die Beziehung anlegen und fertig. Aber wenn man an einem Punkt ist, wo man sagt, nein, das muss doch von der anderen Seite anders heißen und trotzdem sichtbar sein, dann lässt es sich machen. Das war für heute genug. Die Properties zeige ich in einem anderen Video.